bis heute amtierst. Wir sind, glaube ich, fast auf den letzten Platz besetzt. Das finde ich ganz großartig. Und ich bin froh, diesen Film endlich gesehen zu haben. Ich habe 1,5 Jahre darauf warten müssen. Das werde ich gleich erklären, warum es so lange gedauert hat. Ich möchte mich kurz vorstellen, also Michael Tecklenburg ist mein Name, das sagte Tom Tickler bereits. Ich arbeite für die Deutsche Welle Akademie. Sie kennen die Deutsche Welle als Auslandsrundfunk. Und die Deutsche Welle Akademie ist die Abteilung, die sich seit Jahrzehnten im Grunde genommen im Rahmen der Medienentwicklungszusammenarbeit hervortut oder bewegt. Etwas bescheidener kann ich das sagen. Wir bilden natürlich Journalisten aus rund um die Welt. Wir beraten Medienhäuser. Das ist eine Arbeit, die wir seit vielen, vielen Jahren leisten. Und wir haben in den vergangenen Jahren auch so ein bisschen unser Schwerpunkt verlegt. Wir haben die wunderbare Bekanntschaft mit Tom Tickler gemacht, der eine Idee hatte, nämlich Filmschaffende in Afrika zu unterstützen, sie weiter nach vorn zu bringen. Und da wir Training eigentlich auf unsere Fahnen geschrieben haben, sind wir ziemlich schnell zusammengekommen. Das heißt, ich hole ein kleines bisschen aus. Tom Tickler hat mit eigenen Mitteln vor nunmehr 5, 6 Jahren den Film Soulboy gedreht, hat ihn uns gezeigt, ein Film, der im Slum von Nairobi spielt und eine wunderbare Geschichte eines kleinen Jungen ist. Ich möchte es jetzt nicht erzählen. Auf alle Fälle, dieses Konzept hat uns sehr überzeugt und wir waren sehr beeindruckt von der Arbeit, die du, Tom, dort geleistet hast. Und da wir, wie gesagt, Training auf unsere Fahnen geschrieben haben, sind wir eigentlich sehr schnell eingestiegen und haben gesagt, okay, Training für Filmschaffende in Afrika, da wären wir gerne dabei. Das können wir natürlich nicht aus unseren eigenen Mitteln, und deshalb möchte ich mich vor allem auch bedanken bei denjenigen, die dieses Projekt, das wir seit mittlerweile jetzt im 3. Jahr zusammen machen können, unterstützen. Das ist in erster Linie, Sie haben es vielleicht im Abspann gesehen, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, BMZ, das den großen Löwenanteil für diese Produktion gegeben hat. Des Weiteren zu erwähnen auf jeden Fall die Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, die auch in diesen 3 Jahren dazu beigetragen hat, das Goethe-Institut in Nairobi, und es sind auch noch einige andere Unterstützer, die man erwähnen könnte. Sie waren im Abspann zu sehen. Warum tun wir das? Ich sagte vorhin, Filmschaffende in Afrika zu unterstützen. Tom Tickler hat eine Situation vorgefunden in Afrika, in der es kaum noch Kinos gibt, ein sehr, sehr großes Kinosterben stattgefunden hat. Man kennt Filme aus Nigeria, aus anderen Ländern, die aber eigentlich eher, sagen wir mal, sehr unterhaltsam sind. Nicht unbedingt auf einem hohen Niveau gedreht, die natürlich ihre Verbreitung finden. Aber Toms Anliegen war es eben auch, Filmkunst zu fördern, eine Filmindustrie mit aufzubauen. Und das ist der Punkt, der uns überzeugt hat. Und der eben auch unsere Sponsoren, sage ich mal, unsere Förderer überzeugt hat, sprich das BMZ, die Filmstiftung NRW. Und wir haben auch jetzt in den letzten Jahren dann auch Unterstützung von dem IFS hier in Köln erfahren können. Es ist nicht nur dieser Film, den Sie jetzt gesehen haben, der wichtig ist dabei, sondern es gibt eine ganze Geschichte drumherum, die nämlich vorher stattfindet. 1,5 Jahre habe ich warten müssen, habe ich gesagt, weil zu diesem Zeitpunkt, das war dann im Juli 2011, Workshops stattgefunden haben, zu denen wir junge Filmschaffende aus ganz Afrika eingeladen haben. Das heißt, wir hatten ca. 60, 70 Filmschaffende aus 10 verschiedenen Ländern, die in verschiedenen Departments sozusagen ausgebildet wurden oder trainiert worden sind. Kamera, Schnitt, Ton, Production Design, Production, also rund um all das, was für Film wichtig ist. Und wir hatten wunderbare Mentoren dabei oder Trainer. Das sind Freunde von dir, Tom, es sind zum Teil Freunde von dir, es sind Spezialisten, Experten, international bekannt, Cutter, Kameramänner. Wenn ich jetzt einfach mal 2 namentlich erwähne, Mathilde Bonfoy, die Bundesfilmpreisträgerin für Lola Rente seinerzeit. Wir haben ja, es sind wirklich Leute von Land und Namen, die mit nach Afrika runtergekommen sind, nach Kenia, einen 2-wöchigen Workshop durchgeführt haben. Und wir haben dann die geeignetsten, die am besten zusammenarbeiten können, wurden ausgewählt, um dann die Crew zusammenzustellen, die diese Filme dreht. Nairobi Half-Life, hat Tom Tickler vorhin erwähnt, war sozusagen aus dieser Co-Produktion der erste, oder aus der Zusammenarbeit. Jetzt Something Necessary und ein 3. Film soll jetzt im Mai gedreht werden. So viel zu der Vorgeschichte und das, was so drumherum noch passiert.
Ich möchte mich vor allem auch bedanken bei all denen, die mitgewirkt haben, die als Trainer, als Mentoren vor Ort waren und die dann eben bei dem Film sozusagen als Supervisor dabei waren. Das heißt, dieser Film, den Sie gesehen haben, genau wie der erste, Nairobi Half-Life und der andere, der jetzt entstehen wird, das sind Filme, die eine Geschichte aus Afrika erzählen, von Afrikanern selber und in einem ganz, ganz speziellen afrikanischen Blickwinkel für ein afrikanisches Publikum, aber auch für ein internationales Publikum. Ich glaube, Tom Tikva und seine Mitstreiter haben dafür sorgen können, dass dies auch auf einem internationalen Niveau letztendlich passiert ist. Sarika, ich würde dich auf die Bühne bitten, dass du all die noch vorstellst, die dazukommen sollen. Wir würden gerne mit Ihnen über diesen Film sprechen. Wir würden gerne Rede und Antwort stehen, wenn Sie Fragen haben und Ihnen auch noch erläutern, was es noch so auf sich hat mit der Produktion dieser Filme. Das ist Sarika Khan, meine Produzentin, und den Laden Schnauz. Ich schmeiße den Laden nicht ganz alleine. Mitgebracht aus Berlin habe ich Elisa Nitschke. Komm mal nach vorne, Elisa, komm runter. Dann ist die Jasmina, die auf die Laufenleiterin werden. Ich bin von Opel vor, die Roche aus unserem Büro. Und die wird weiter verliebt. Dann haben wir hier im Publikum sitzen und bitte zu unserer Cousine Christian Krämer, der Supervising Editor hier aus Köln. Mit dem Lukas Seeberger aus Köln. Kommt ihr weiter auf? Dann haben wir auch den Philipp Hoffmann, das ist unser Sales Agent aus Köln. Philipp, komm zu uns. Der arbeitet freuen uns sehr, sehr, dass Sie es geschafft haben, hierher zu kommen. Please welcome on stage the director Judy Inge again. The gentleman who has been with her on a journey for over 2 years and whom we are very grateful that he has been a father and a shadow and a great mentor to you. Please welcome also Matthias Lothar. On the screen tonight, also here with us, please welcome Sue and Drew. Yeah, it's been an astonishing journey. I think I can only really call it a journey. One that began, I think, with my limited or invisible German. I think you talked about the workshop, which went into a very intense filming period after the scripting and writing and rewriting, which of course we were a part of. And finally to making a film which was uncomfortable to make. As a Kenyan, you may know that in 2 weeks we
we go to our elections again. And to make this film a year before, knowing that it was a film that was necessary, that had to be made, that had to encourage certain conversations amongst ourselves as Kenyans. And it's interesting that this journey has brought us to Cologne 2 weeks before the elections. But before this, our film has been running in Nairobi for about 4 weeks and inspiring a lot of emotions, a lot of conversations, at times tears. I don't know if there are Kenyans in the crowd. I think I saw some before. Yeah, so it wasn't an easy film to make, and therefore it's not particularly supposed to be an easy film to watch, but we believe it's an important one. And we're just really happy that you're here. I don't know if you have questions about it. Just very briefly, one word about the characters that you saw on the screen today. To me as a director, it was very important to bring, of course, there was a wonderful script that had been worked on for a long time, but what I think I tried to add to the script and what Sue added to it and Walter, her leading man, added to it was a certain depth, which I hope to this audience, when you watch our elections or when you see any conflict happening, not just in Africa, but in all these countries that are somewhere over there, you know, and you see these lines of refugees with things on their heads and you're like, oh man, it's those people again, fighting again. Or you see the young man in the street and you're like, what is his problem? I hope it opens up the fact that these are very real people with very layered stories who are no different from anyone sitting here and who battle because perhaps they believe their view is necessary and important and the right one. And therefore you have these huge, enormous civil wars or things happening that really just boil down to people like in the film Anne. So thank you for watching it, for being with us here. Thank you. Sie hat gerade erzählt, dass wir jetzt in 2 Wochen die nächsten Wahlen sein werden. Wir haben hier die Deutschlandpremiere heute. Der Film lief bereits ein paar Mal jetzt in Kenia, in Nairobi und in Mombasa. Und vielleicht können wir etwas hören zu den Reaktionen des kenianischen oder der kenianischen Kinobesucher oder der Presse oder der Öffentlichkeit überhaupt. Wie ist dieser Film aufgenommen worden? Wird ein Bezug hergestellt zu den bevorstehenden Wahlen? The movie screened that has been running for a month, and I'll be honest, just now when it ended and everyone applauded, I turned to Sue and I said, that's the first time I've heard an immediate applause, because what happens in Nairobi is people are really, really quiet after. And the first time that happened, it was really scary, because, you know, this is, like I said, it's not an easy film to make because it has so many sensitive things being talked about. And later, sometimes a day or two later, people come and they say that movie made me cry, or that movie made me think, or sometimes that movie makes me feel afraid. But often it leaves me with hope. So very intense emotions and reactions. And often very vigorous conversations, but often not immediately, which is a good thing, I think. Reflection. I think because some things go back such a long way that I'm hoping, I don't know, and I'm hoping the Kenyans in the audience can tell us as well, as of course our German audience. But sometimes when there's deep histories attached to things, it's very hard to have a hasty or quick answer or quick reply. And I think when people are a little bit silent, a little bit thoughtful, it means something has been touched. Some chord
has been touched, some thinking has happened, and that's why I think it's a good thing. Matthias Luthert, ich möchte dich gerade vorstellen, Matthias Luthert, Regisseur, du hast einige Filme auch in Afrika gedreht, der Kontinent ist dir nicht ganz fremd. Insofern waren wir, glaube ich, auch sehr froh, dass wir dich gefunden oder dass wir dich gewonnen haben als Mentor, als Supervisor. Kannst du uns erklären oder erzählen, wie deine Rolle als Supervisor aussieht, beziehungsweise ausgesehen hat bei diesem Film? Ich nehme ganz kurz vorweg. Matthias Luthert war während des Workshops eben auch vor Ort, das heißt diese 14 Tage Training, die dort gemacht worden sind, bei dir eben dann im Bereich Regie. Du hast, ich weiß nicht, 6 oder 8 Kandidaten haben wir sozusagen gehabt in dem Workshop, Regie, und letztendlich ist die Wahl auch auf Judy gefallen. Kannst du was erzählen über deine Arbeit als Mentor, gerade eben auch am Set, weil am Set selber standet ihr quasi Hände in den Hosentaschen, war trotzdem noch dabei und hättet mit eingreifen können, oder ihr wart Ratgeber, wie sah eure Arbeit aus? Ja, das war eine sehr spezielle Rolle, die ich so noch nicht kannte. Also es fing an mit dem Workshop, dann mit der Drehbuchentwicklung, wo ich dramaturgisch quasi am Rande mit dabei war, Tom auch. Und am Set selbst komplett, also die ganzen 21 Drehtage, wie sah das aus? Es galt es ging darum, möglichst präsent zu sein, aber nicht überpräsent. Und in den richtigen Momenten sich einzuschalten, aber nicht zu bevormunden. Und das immer in Absprache und Rücksprache mit Judy und ihr Ideen zu geben, wie man das Ganze noch anders auflösen könnte, unterschiedliche Perspektiven zu ermöglichen. Aber nicht übergriffig zu werden dabei. Und das ist, wenn man selbst Regisseur ist, gar nicht so einfach sein. Sobald ich am Set bin, habe ich natürlich das Bedürfnis, selbst Regie zu führen. Und es war hier in dem Fall ganz klar die Abmachung, dass ich ein Schatten bin, der aber man auch den Schatten nach vorne wirft. Und möglichst den Film in die Richtung lenkt, die man im Vorfeld genauestens wie wir besprochen hatten, wo wir uns auch geeinigt haben auf bestimmte formale Sprache. You summed it up in a nice way. Did you translate all this? You summed the relationship, I mean, how it was intense, but the film is better than. Would you say that again? Okay, I'm going for German lessons for sure. But yeah, it was intense. It was intense because you're two directors, but at the same time, I think what the wonderful thing is all and sometimes there were arguments and conversations, but it resulted in a better film every time, a better choice, a better film. Ich möchte nochmal Matthias Luthert fragen. Du warst, Lempert, pardon. Matthias Luthert und Matthias Lempert, ja. Da kann man sich gut auseinanderhalten, sorry. Ich möchte dich nochmal was fragen, und zwar, du warst zweimal unten bei den Workshops mit vor Ort. Du bist verantwortlich für den Ton. Du hast eben auch eine sehr intensive Phase des Films mit gehabt. Es gibt doch sicherlich große interkulturelle Unterschiede, sage ich mal, zwischen Deutschen, die eine bestimmte Art gewohnt sind, Filme zu machen und sich dann wiederzufinden, auf dem afrikanischen Kontinent dort mit Kollegen zu arbeiten, die ganz andere Arbeitsweisen hat. Wie war das für dich? Naja, der größte Unterschied ist natürlich der, dass man jetzt gerade als Deutscher natürlich darauf trainiert ist, sehr diszipliniert, sehr strukturiert zu arbeiten und vorzugehen, planmäßig zu sein. Man muss natürlich sehr viel mehr improvisieren und man muss aber auch, sagen wir mal, man muss also eine Mischung verbinden, eigentlich, so, sagen wir mal, versuchen den Zugang offen zu halten für die afrikanischen Elemente, die etwas improvisierter sind, etwas chaotischer, dadurch das auch sehr inspirierend und sehr spontan, und dann halt versuchen wir so weit zu vermitteln, auch zu sagen, dass man auch ein gewisses Grundlagenmaß auch an Handwerk braucht, und das Ganze auf soliden Füßen steht, dass das, was man auch macht,
dann auch später zu so einem tollen Film wird, den man dann wirklich auch vorführen kann und der hat dann auch wirklich eine ganz große emotionale Aussagekraft gibt. Und es ist auch ganz toll, dass aus diesen Workshops, halt jetzt auch, ich war insgesamt 2 Jahre unten, habe 2 Workshops gemacht und dass da halt auch jetzt auch Leute in Nairobi, aber auch in Äthiopien woanders sitzen, die halt jetzt auch weiterhin, wenn man in gewissen flüchtigen Kontakt hält, die jetzt auch wieder bei diesem Film teilweise in Nairobi, ein Teilnehmer des vorletzten Seminars, der jetzt auch wirklich hier super mitgearbeitet hat, der sich um die Straßensynchron kommt, um Stimmen kümmert, Sachen, Texte schreibt. Und der unheimlich auch selbsttätig, kreativ, wirklich einen ganz großen Beitrag jetzt zu der Vertonung dann geleistet hat. Und das ist natürlich dann auch ein tolles Gefühl, wenn man merkt, dass das, was man auch versucht weiter zu vermitteln und beibringen, es halt auch ankommt, aufgenommen wird und auch wirklich auch sehr fruchtbar umgesetzt wird. Das ist dann wirklich auch ein ganz tolles Gefühl. Das macht einen auch sehr stolz. Das macht mich klasse. Der hat ja schon. Mustafa hatte vorher schon, hatte schon Musik gemacht, hat auch schon ein bisschen Postproduktion gemacht. Das, was natürlich immer ist, muss man sich das so vorstellen, dass die jetzt sagen wir mal so auf dem Level von Soaps ungefähr arbeiten. Das ist halt einfach, man macht munter das, was man kriegt und macht so gut, wie es halt irgendwie geht. Und da halt jetzt da so eine gewisse Struktur, so ein gewisses Vorherplanen, eine gewisse Organisation reinzubringen, aber das dann auch, wenn die dann umgesetzt wird, bringt das unglaublich viel und hilft auch dann denen selber in ihrer Selbstverwirklichung, Selbstfindung halt auch doch auf so ein gesteigertes Level zu bringen. Das finde ich auch dann ganz tolle Sache. Ich glaube, ist das auch genau die Stärke dieses Projektes, das wir gemeinsam machen, dass wir letztendlich jetzt nicht nur einige wenige, die es in diesem Fall diesen Film produziert haben und gemacht haben und alles dafür hergegeben haben, sondern dass wir insgesamt ja eine Art von Masterklasse mittlerweile in Nairobi darstellen. Es sind insgesamt jetzt so an die 200 Teilnehmer in unseren Workshops mittlerweile gewesen, die dann eben diese Kenntnisse, die sie dort erlangt haben, mitnehmen in die anderen Länder. Äthiopien hast du genannt, Ägypten haben wir dabei gehabt, wir haben Ruanda dabei gehabt, wir haben Burundi gehabt, wir haben Burkina Faso, wir haben Nigeria, also wirklich, das ist einfach großartig. An dieser Stelle wünsche ich auf alle Fälle, weil ich das Projekt leider nicht mehr weiter betreuen werde, der Co. unglaublich viel Gutes und Glück und dass er so weitermacht, das würde ich mir wünschen. Und jetzt würde ich mir wünschen, wenn es noch Fragen aus dem Publikum geben sollte, wir sind, glaube ich, bereit, Fragen zu beantworten. Thank you very much for the movie, and yes, I especially liked the acting. And I would like to ask the director if, well, this was something like a dramatization of victims' lives and also the lives of the people who did the deeds. And do you think it's also necessary to have a movie about the system of violence which brought all this violence after the election in Kenya, the payments and the organization? Because for me, I was looking for this in the movie, and it's not really the main topic of the movie. It's the movie is more about the personal life of the people. So I would like to ask you this. Thank you. That's a really good question. Actually, it's one that's been asked, not just now. I see, and I think a lot of us see the papers and the news all the time in our region, in our country, when we're constantly seeing the politicians, whether it's being called to account, trying to explain it away or just explain it, and there are many different versions of that particular truth that you tend to see. The thing that we don't see enough of are these smaller stories that in the face of these big tragedies seem to become unimportant. And I think the importance that lies in this film is it's kind of turning the table upside down. And for once, it's not telling the enormous story, it's telling the smaller story that always gets ignored. But having said that, there's a huge need for us, and I think for any country that goes through that kind of unrest, to go back
and to step back, not 5 years ago or not 10 years ago, but to step back to really the point at which this kind of violence first found its roots. And for us, it's really at the time of independence, and where you have to start to ask, why is it that every time we have elections, we have unrest? And why is it that this group and this group and this group have these upsets? And why is it that it's this particular age group? So that we start to also realize it's not about just ethnic conflict, which is a simplification of a very complicated thing, but it's political instigation, it's also joblessness, it's also economic, it's also historical, it's land injustice, it's so many things. So there's a need for not just one other film, but a whole series of examinations that help us really understand where we're coming from, why things are the way they are, and even painting a picture of what it is we'd like to see. So, yeah. So maybe it's time to get another drink. And vielen Dank für Ihr Interesse. Wir sind noch draußen, so if there's more questions, we're outside. We'll also have another drink. Very grateful that you stayed with us and that you came tonight. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und du musst noch was sagen. Ja. Liken Sie uns auf Facebook und Twitter. Wir gehen auch noch mit Reisen in andere Städte, sagen Sie es Ihren Freunden weiter. Wir freuen uns. Und wir haben draußen, wenn Sie rausgehen, auf der linken Seite ganz präsent eine kleine Spendenbox. Wer unsere Kinotour und unser Projekt unterstützen will, da ist eine selber, würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank und wir sehen uns beim Film.